Das hier ist kein Science-Fiction-Film. Das ist Klimaforschung. Auf 2650 Metern Höhe liegt das Schneefernerhaus. Deutschlands höchste Forschungsstation. Ein Ort, an dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenkommen, um Antworten auf eine der größten Fragen der Menschheitsgeschichte zu finden. Wie bekämpfen wir die Klimakrise? Doch wie sieht Forschung auf der Zugspitze genau aus? Heute blicken wir Forschenden aus verschiedenen Instituten über die Schulter und gewinnen einen Einblick in ihre Arbeit auf dem Schneefernerhaus. – 11 Uhr morgens an der Zugspitzbahn. Verena Stamberger bereitet sich auf den Aufstieg auf Deutschlands höchsten Gipfel vor. Sie ist Doktorandin am Lehrstuhl für Hangbewegungen an der Technischen Universität München und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem Felspermafrost der Alpen. Gemeinsam mit Studierenden der Universität wird sie heute den gefrorenen Kern der Zugspitze untersuchen. Vom Schneefernerhaus bis ins Innere des Gipfels führt ein Stollen. Schon seit Jahren führt Verenas Lehrstuhl hier monatliche Messungen durch. Das erste Mal war ich 2014 oben und habe da dann auch Messungen gemacht und habe meine Bachelorarbeit hier geschrieben. Und da war es natürlich total faszinierend. Ich war noch nie auf der Zugspitze davor und dann auch in den Stollen reinzugehen. Man gewöhnt sich schon ein bisschen dran. So ist nicht. Also man muss manchmal aufpassen, dass man das nicht alles zu schnell macht. Weil es ist ja wirklich jedes Mal schön, einfach hier hochzukommen. Meistens hat man eine tolle Aussicht, wenn es nicht total neblig ist. Es ist schon immer noch besonders. Das Team nimmt 3 verschiedene Seilbahnen, um die Forschungsstation zu erreichen. Die Technische Universität München ist eine von 11 Partnerinstitutionen, die sich an der Forschung auf dem Schneefernerhaus beteiligen. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Zusammenhänge der Erderhitzung besser zu verstehen. Cedric Courret arbeitet für das Umweltbundesamt. Er ist Teil des Global Atmosphere Watch Projektes, das das Schneefernerhaus in ein globales Beobachtungsnetzwerk einbindet und es Forschenden ermöglicht, auf Daten aus aller Welt zuzugreifen. Also das Global Atmosphere Watch Projekt ist ein Programm der Weltorganisation für Meteorologie und es dient die globale Überwachung der Atmosphäre. Wir haben weltweit 30 globale Stationen wie die Zugspitze und das Schneefernerhaus ist eine von diesen Stationen. Wir messen die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, die physikalischen Parameter und die Aerosol. Und wir wollen diese Parameter langfristig messen. Das ist für uns sehr wichtig. Wir sprechen mehr von Jahren statt Monate. Und was wir deutlich sehen, das ist für die Treibhausgase, wie zum Beispiel CO2 und Methan, die Konzentrationen steigen kontinuierlich und sogar manchmal immer schneller. Zum Beispiel für CO2. Das ist, was wir hier auch sehen können. Mit diesem Ergebnis können wir die Politik beraten und wir können auch klimapolitische Maßnahmen prüfen, ob sie gut sind oder ob sie Verbesserung brauchen. Zum Beispiel das Paris Agreement oder Montreal-Protokoll und so weiter. Wir brauchen solche Stationen, weil mit solchen Stationen können wir die Hintergrundbelastung der Atmosphäre messen. Das heißt, wir haben hier in der Region oder in der Umgebung keine lokale Quelle. Was wir messen, ist nicht kontaminiert von einer Stadt oder einer Fabrik oder irgendetwas. Deswegen ist es sehr wichtig für uns.
Verena und ihr Team sind im Schneefernerhaus eingetroffen und bereiten sich auf den 800 Meter langen Gang durch den Stollen vor. Eine echte Anstrengung auf dieser Höhe. Das ist gutes Training. Ich merke das, egal wie oft ich da bin, man merkt es dann doch immer. Wir sind halt immer 2000 Höhenmeter höher als München. In völliger Dunkelheit beginnen die Forschenden mit ihren Messungen am gefrorenen Herz der Zugspitze. Die Veränderung des Felspermafrosts ist ein wichtiger Indikator für die Geschwindigkeit der Erderwärmung im Alpenraum. Ähnlich wie bei alpinen Gletschern lässt sich auch beim Felspermafrost ein klarer Trend erkennen. Er schmilzt. Ein sehr heißer Sommer kann natürlich viel auslösen und ein sehr kalter Winter kann aber auch wieder stabilisieren. Diese Saisonalität, die sehen wir jährlich, dass es ein bisschen wieder größer wird, der Permafrostbereich, dass er wieder kleiner wird, das sehen wir jährlich. Nur wie groß und wie klein die Ausdehnungen sind, das verändert sich natürlich mit den Jahren. Und das sehen wir auch dieses Jahr, dass es einfach wie erwartet quasi die Gesamtausdehnung kleiner wird. Wenn die Sommer so weitergehen, dann wird es immer weiter schmelzen. Und irgendwann ist dann halt so ein Punkt erreicht, wo es dann einfach schneller geht. Verenas Beobachtungen sind für die Alpenregion von großer Bedeutung. Denn ein schwindender Permafrost kann die Stabilität von Bergen und Hängen gefährden. Und damit auch die zivile Infrastruktur. Das Team wird noch eine Reihe weiterer Messungen durchführen und die Nacht auf der Forschungsstation verbringen. Doch mit Einbruch der Nacht hört die Arbeit auf dem Schneefernerhaus noch lange nicht auf. Für eine weitere Messung bieten sich erst jetzt die optimalen Bedingungen. Was hier zu sehen ist ein LiDAR-Messsystem, das den Wasserdampfgehalt und die Verteilung von Aerosolen in der Atmosphäre misst. Dieser Laser ist so stark, dass er bis weit in die Stratosphäre eindringt und organisches Material ohne Probleme verglüht. Und er hat das System entwickelt. Hannes Vogelmann ist Doktor der Physik am Karlsruher Institut für Technologie und beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit dieser Form der Messtechnik. Dass Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas ist, das ist vielen Menschen so gar nicht bewusst. Das Ziel, dieses Gerät zu bauen, das ist ein Wasserdampf-LiDAR, war, dass wir die Wasserdampfverteilung bis 12 Kilometer Höhe messen wollten. Der Grund, warum man das will, ist einfach, dass Wasserdampf ist ja zum einen natürlich wichtig für alle meteorologischen Erscheinungen, also sprich Wolken, Niederschlag. Für die gesamte Energiebilanz der Atmosphäre spielt Wasser eine ganz wichtige Rolle, aber es ist eben auch sehr wichtig für den Strahlungstransport in der Atmosphäre. Tatsächlich ist es so, dass Wasserdampf 2/3 zum gesamten Treibhauseffekt beiträgt. Es reden immer alle über das CO2, denn CO2 ist zwar vielleicht nicht, was den Einfluss auf den Treibhauseffekt angeht, das wichtigste Gas, aber es ist doch dasjenige, worauf wir Menschen einen Einfluss haben. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, das CO2, das in die Atmosphäre gebracht wird durch die Verbrennung von Kohle, Öl, Gas, das bleibt über Jahrhunderte in der Atmosphäre. Wasser hingegen hat eine Lebensdauer von nur ca. 9 Tagen in der Atmosphäre. Das CO2, mit dem wir heute das Klima erwärmen, das werden unsere Enkelkinder und unsere Urenkelkinder noch zu spüren bekommen. Deswegen wäre es extrem wichtig, dass wir uns auch tatsächlich an die Klimaschutzabkommen halten, weil sonst sind 1,5 oder 2 Grad Ziele nicht zu halten. Das 1,5 Grad Ziel. Da war ja was. Die Messungen auf dem Schneefernerhaus bieten eine wichtige Grundlage an Daten, aus denen die Wissenschaft wertvolle Erkenntnisse über die Klimakrise gewinnen kann. Doch was mindestens genauso wichtig ist die Art und Weise, wie Wissenschaft und Politik auf diese Erkenntnisse reagieren. Annette Menzel ist Professorin für Ökoklimatologie am TUM Campus Weinstefan.
Die Forstwissenschaftlerin hat am 4. IPCC-Bericht zur Klimaforschung mitgearbeitet. Eine der Grundlagen für das Pariser Klimaschutzabkommen. Der Klimawandel ist einer der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Mit dem Paris-Abkommen hat man sich ja darauf geeinigt, den Klimawandel möglichst auf 2 Grad, viel besser sogar noch auf 1,5 Grad im globalen Mittel zu begrenzen. Die 1,5 Grad haben wir schon gerissen. Das, was wir uns fragen müssen, ist immer, was bedeutet das jetzt für eine bestimmte Region oder eine Gegend wie Deutschland hier? Da ist es so, dass wir auf den Landbereichen immer höhere Erwärmungsraten haben als über den Ozeanen. Und je stärker diese Landmassen Richtung Norden da sind oder höhere Lagen in den Alpen, desto stärker ist diese Erwärmungsrate. Hier in Bayern haben wir Erwärmungsraten, die schon bei 2,5 Grad sind. Für den Hohenpeißenberg weiß der Deutsche Wetterdienst, dieses älteste Bergobservatorium, dass es schon 3,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Mittel gewesen sind in der Vergangenheit. Annette Menzel forscht zu einem Ökosystem, das eine Schlüsselrolle für den Klimaschutz spielen könnte. Gemeinsam mit der Doktorandin Sophie Feiertag beobachtet sie die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und die menschliche Gesundheit. Hier sitzen wir deswegen im Auwald, weil wir uns dafür interessieren, was der Auwald für eine Kühlleistung noch haben wird, um tatsächlich kühle Temperaturen für die hitzegestresste und hitzegeplagte Bevölkerung bereitstellen zu können. In dichten Waldbeständen bildet sich kalte Luft, die dann eben transportiert werden kann und benachbarte urbane Gebiete auch kühlen kann. Diese Funktion ist momentan durch den Klimawandel aber auch bedroht. Wir haben viele Schäden auch durch den Klimawandel verursacht. Feuer, Borkenkäferbefall, das Eschen-Triebsterben, viele Krankheiten an den Bäumen. Der Wald ist Lösung eventuell für den Klimawandel, zumindest ein schöner Puffer, den wir haben, aber er wird halt auch in Mitleidenschaft gezogen. Es ist eine Mammutaufgabe, der Klimakrise entgegenzutreten. Ein Problem wird gelöst, ein neues entsteht. Forschungsstationen wie das Schneefernerhaus können uns helfen, Klimaprozesse zu beobachten. Doch worauf es wirklich ankommt, sind die Köpfe hinter den Messungen, die die Ergebnisse deuten und Konsequenzen daraus ziehen. Was genau ist es, was diese Menschen motiviert, dazu bewegt, Tag für Tag weiter zu forschen und Lösungen für all diese Probleme zu entwickeln? Da ist es immer sehr schön, dass man an einer Universität arbeitet. Erstens gibt es viele Forschungsansätze, wo man sagt, hier kann man modellieren, hier kann man Vorschläge machen, wie Anpassungsmaßnahmen besser umzusetzen sind. Und wir haben eben ein großes Potenzial an jungen Leuten. Das sind nicht nur unsere Studierenden, sondern das sind auch die, die bei uns Doktorarbeit machen, die wirklich ganz engagiert mit bei der Sache sind und die Sache weiter gut voranbringen. Klimawandel ist voll im Gange. Es ist nicht so, dass das was ist, was in der Zukunft kommt. Du kannst nicht jede Naturgefahr abhalten, aber das Beste, was wir machen können, sind Vorhersagen zu machen, die Auswirkungen des Klimas da eben zu deuten und zu sagen, hier schaut mal, das passiert tatsächlich. Die Arbeit hier oben, für mich zumindest, ist eigentlich doch nichts zu toppen. Es ist einfach unglaublich toll, mit bester technischer Ausstattung solche Forschung betreiben zu können. Ich glaube, das gibt es nicht allzu häufig. Also das möchte ich gegen keine Arbeit der Welt eintauschen. Wir haben die Gelegenheit, hier oben ein super wichtiges Ergebnis zu gewinnen für die Umwelt und die Menschen. Ich weiß nicht, ob wir das Problem Klimawandel so lösen können, sodass wir wieder auf den Punkt wie vorher kommen. Aber man kann lernen, mit Konsequenzen dadurch umzugehen. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich sage, wir müssen zusammenarbeiten, um da Lösungen für uns als Gesellschaft und für die Welt zu finden.